Greta Thunberg wird heute bei einer pro-palästinensischen Demonstration in Mannheim erwartet. Den Veranstaltern gehe es um die Solidarität mit Palästina und den Klimawandel. Ihr geplanter Auftritt auf dem Marktplatz der Stadt ist jedoch höchst umstritten. Schon in der Vergangenheit hat sie an antisemitischen Protestaktionen teilgenommen. Beim diesjährigen ESC wurde sie von der Polizei abgeführt. Die deutsch-israelische Gesellschaft in Mannheim hat den angekündigten Auftritt von Greta Thunberg wegen ihres einseitig antisemitischen Haltung scharf kritisiert. Wiederholt warf sie ja Israel Völkermord vor. Zugeschaltet jetzt Volker Beck, Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft. Willkommen bei Welt, Herr Beck. Greta Thunberg also auf eben dieser Demonstration. Aber kann man schon im Vorfeld von einer pro-palästinensischen, antisemitischen Veranstaltung sprechen? Muss man nicht mal abwarten, was da dann tatsächlich passiert, worum es geht? Naja, Greta Thunberg hat in der Vergangenheit immer eingeheizt den Leuten mit einem schwarz-weißen Bild, mit dem Vorwurf des Völkermords an Israel. Und es ist zu vermuten und zu befürchten, dass es bei dieser Veranstaltung ähnlich ablaufen wird. Ich fordere ja nicht das Verbot dieser Veranstaltung, aber ich sehe das mit großer Sorge, dass Greta Thunberg mit ihrer Vita als Klimaaktivistin hier versucht, in einem Konflikt Leute zu mobilisieren, was ich in der Sache für gefährlich halte. Ich halte es nicht für gefährlich, für Palästina zu sein. Ich halte es auch nicht für gefährlich, um die Menschen in Gaza sich zu sorgen und zu trauern. Das tue ich auch. Ich halte es für gefährlich, aus dem Blick zu verlieren, dass das Sterben in Gaza wegen dem Angriff der Hamas am 7.10. erfolgt und wegen dem Umstand, dass die Hamas bis zum heutigen Tage nicht bereit war, die Waffen niederzulegen und zu kapitulieren. Jeder weiß, die Hamas kann diesen Krieg militärisch nicht gewinnen. Sie führt ihn aber weiter, weil sie ihn propagandistisch gegen Israel gewinnen will, mit hohem Blutzoll bei der eigenen Bevölkerung. Naja, und da ist eben eine Differenzierung auch sehr, sehr schwierig. Sie werden sicherlich auch von Amnesty International gehört haben, die da eben mehrere Angriffe auf Regionen in Gaza durch israelisches Militär durchgeführt, mal überprüft haben. Und da wurde dann auch durch Amnesty International, und da reden wir ja dann doch von einer unabhängigen Organisation, zumindest bislang. Und da wurde dann gesagt, ja, die Angriffe, die es dort gegeben hat, da kann man tatsächlich nachweisen, dass es wohl eben nicht um militärische Ziele gegangen ist, dass aber zahlreiche Zivilpersonen zu Tode gekommen sind. Also, dass zahlreiche Zivilpersonen zu Tode kommen, ist kein Beweis dafür, dass es nicht um einen Angriff auf militärische Ziele gehandelt hat. Wir wissen von der Hamas, dass sie sich regelmäßig unter zivilen Einrichtungen, sogar unter besonders humanitär geschützten Einrichtungen wie Krankenhäusern, Schulen, UN-Einrichtungen versteckt und da ihre militärische Infrastruktur darunter, ihre Waffenlager, ihre Abschussrampen positioniert, damit Israel eben gezwungen ist, in dem Dilemma sich eigentlich zwischen zwei falschen Alternativen entscheiden zu müssen, nämlich entweder der Hamas ihre Ausrüstung zu lassen und sie militärisch in Ruhe zu lassen und sie in ihren Fähigkeiten dann damit zu tolerieren oder andererseits in Kauf zu nehmen, dass mit dem Angriff auf militärische Ziele der Hamas immer sehr viele Zivilisten gleichzeitig ihr Leben und ihre Gesundheit verlieren. Das ist ein Dilemma, mit dem spielt die Hamas. Das ist kein Versehen, das ist strukturell so angelegt. Und ich finde diesen Amnesty-Bericht wirklich im Kern einen Skandal, weil erstens, er fängt an mit dem Angriff Israels am 7.10. auf den Gazastreifen. Er lässt da erstmal im Textverlauf weg, was eigentlich der Anlass und Auslöser dieses Konfliktes war, nämlich das Massaker der Hamas. Und zum anderen, auf Seite 100, ein bisschen weiter hinten, denkt sich die Amnesty mal einen neuen Genozidbegriff auf und sagt, das, was der Internationale Gerichtshof da bislang beim Vorsatz alles verlangt hat an Hürden, damit man von einem vorsätzlichen Völkermord sprechen kann, da gehen wir mal ein bisschen spielerischer damit um, diese Kriterien verwerfen wir, damit wir nämlich Israel diesen Vorwurf machen können. Man kann über rechtliche Begriffe immer reden, aber man kann nicht eine Studie machen und zu behaupten, man hat einen Vorwurf bewiesen, der nach Rechtsprechung an bestimmte Kriterien gebunden ist, und dann gleichzeitig eine Studie vorzulegen und sagen, mit diesen Beweisen zeigen wir, dass das erfüllt ist. Das ist ein mieser Propagandatrick.
Und das macht Amnesty jetzt schon zum wiederholten Mal mit Buzzword-Dokumentation zu versuchen, Israel in seiner Existenz anzugreifen. Erst waren es die Apartheid-Studien, jetzt sind es die Völkermordstudien. Herr Beck, ganz kurz noch, ich möchte noch mal zurückkommen auf Greta Thunberg, die ja letztendlich für eine ganz andere, am Anfang ihrer politischen Laufbahn, so will ich es mal nennen, für eine ganz andere Bewegung stand. Inwieweit diskreditiert sie denn möglicherweise durch diese Nähe, die sie sich ausgesetzt sieht und ausgesetzt sehen muss, antisemitische Demonstrationen zu besuchen? Inwieweit diskreditiert sie ihr eigentliches Ziel auch, nämlich Klimawandel und die Menschen zur Besinnung zu bringen, anders mit diesem Planeten umzugehen? Also sie diskreditiert nur ihre eigene Sprecherrolle. Sie ist in der Klimadebatte jetzt raus. Da ist sie keine Stimme mehr, die über ihren Fanclub hinaus Gehör findet. Sie war ja die Verkörperung einer Generationsfrage, einer Überlebensfrage. Mit ihrem Schulstreik hat sie eben die Zukunftsfrage der jungen Generation in der Klimapolitik symbolisiert. Das war eine geniale Idee und die eben auch eine ganze junge Generation eine Zeit lang mobilisiert und auf die Straße gebracht hat. Und der Aktualität der Fragestellung der Klimabewegung hat sich leider nichts geändert. Aber an der Position, die Greta Thunberg in der Debatte einnehmen kann, da hat sich viel geändert. Man kann ihr jetzt selber entgegenschmettern. How dare you, dass du dich noch überhaupt in diese Debatten einbringst, nachdem du dich derart demokratisch diskreditiert hast. Kurt Beck, danke für... Nein, Entschuldigung bitte, Volker Beck. Volker Beck, Entschuldigung bitte. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Ich bin nicht der Erste, dem das passiert. Aber es ist mir zum ersten Mal passiert. Entschuldigung.